Hallo, willkommen bei Travel Steps. Schön, dass ihr da seid, dass ihr uns begleitet, immer noch. Ja, auf diese Folge werden einige von euch sicherlich schon eine Weile gewartet haben. Und zwar wollen wir euch dieses Mal erzählen, was wir beruflich machen. Und da sind wir auch schon an Ort und Stelle. Tada! Das ist unser Festival-Gastro-Stand. Wir kochen Essen auf Musikfestivals in Deutschland, Europa, Polen natürlich auch. Wir kochen indisch, vegan, vegetarisch. Das Ganze findet in diesem bunten Zelt statt, in dem wir uns dann sozusagen wie der Wind bewegen, um unseren Gästen leckeres indisches Essen zuzubereiten. Ja, das wird jetzt einige von euch sicher ein bisschen überraschend kommen, aber tatsächlich ermöglicht uns diese selbstständige Tätigkeit ein bisschen Unabhängigkeit bei der Wahl des Wohnorts, und deswegen haben wir relativ wenig Sorgen, dass wir jetzt uns sofort um neue Jobs bemühen müssen und so weiter und so fort, sondern es geht so, dass wir natürlich auch, also ich arbeite nebenbei auch als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache, dass wir natürlich versuchen, dort auch ganz normal reguläre Jobs zu bekommen, anzunehmen. Aber wir müssen uns zunächst erstmal keine Sorgen machen und wandern nicht aus und stehen dann erstmal vor einem Riesenberg von Fragen, oh Gott, wie soll ich die Wohnung bezahlen etc. und so weiter. Diese Gedanken haben wir uns im Vorfeld gemacht. Wir machen das Ganze seit 4 Jahren mit zunehmendem Erfolg. Wir haben natürlich auch mal angefangen und so weiter, und jetzt sind wir an einem Punkt, ja, wo man uns mittlerweile auf vielen bekannten Musikfestivals finden kann. Also wir waren mitunter zum Beispiel beim Wacken-Festival. Everybody scream! Put your fucking hands up one more time! I'm on a highway to hell. Highway to hell. On a highway to hell. On a highway to Bei der Fusion. Bei anderen großen, kleinen, namhaften Festivals. ¿De dónde venimos y a dónde nos vamos? No lo sé, no lo sé, ni lo quiero saber. ¿Para qué? No lo sé, no lo sé, ni lo quiero saber.
aber dieses Mal seht ihr uns bei Jamel Rock den Förster. Einigen von euch wird der Begriff Jamel oder der Ort Jamel vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen oder da klingelt eine Glocke, weil das Dorf doch ziemlich durch die Medien gezogen ist. Und zwar geht es hier um ein Festival gegen rechts inmitten eines Dorfes, das von Neonazis bewohnt wird. Das ist eigentlich eine ziemlich krasse Geschichte. Wir waren im letzten Jahr zum ersten Mal hier, sind dieses Jahr das zweite Mal hier. Deswegen haben wir den ersten Schock schon verdaut, als wir dann hier in die Ortschaft reinfuhren und tatsächlich zum Beispiel Hinweisschilder oder Wegweiser nach Braunau am Inn fanden. Das ist der Geburtsort von Adolf Hitler. So, dazu gibt es diverse Graffitis hier im Ort, die das Familienbild doch hervorheben, das, sage ich mal, auch von den Nazis damals propagiert wurde. Und ja, es bellen nachts auch einige Schäferhunde etc. pp. Also das Ganze hat schon ein beklemmendes Gefühl mitunter. Und ja, das ist ein Festival, das ein Ehepaar veranstaltet, die Lohmeyers. Und zwar wohnen die beiden in diesem Ort und ja, halten da irgendwie die Stellung, sagen wir mal, sind irgendwie normal in der ganzen Verrücktheit der Angelegenheit. Und ja, laden dieses Jahr 1000 Festivalbesucher auf ihren eigenen Hof bzw. ihren Garten, ihr Grundstück ein. Ja genau, auf dieses Gelände kommen nicht nur tausende Festivalbesucher, sondern auch namhafte Bands. Ja, man weiß vorher nie genau, was passiert, wer auftreten wird. Das ist die totale Überraschung. Sag doch mal, wer dieses Jahr so. Ja, und dieses Jahr waren unter anderem dabei Sammy Deluxe, Großstadtgeflüster. Ich hab gehört, hier sind so ein paar merkwürdige Nachbarn unterwegs. Lassen Sie doch mal ein bisschen stören. Und nun vergessen Sie sich, denn es ist Feierabend. Es ist Feierabend, die Sendung kommt weiter, ihr könnt immer Mia. Und der Clou des Abends, alle haben gekreischt, als der Name fiel. Feine Sahne Fischfilet. Ich werde für dich liegen, auf den Dächern nachts um 4. Lass uns alles vergessen, schlaf uns in Masse. Ich werde für dich liegen, auf den Dächern nachts um 4. Lass uns alles vergessen, schlaf uns in Masse. Sahne Fischfilet war die Überraschung des gestrigen Abends. Das Ganze geht 2 Tage. Ja, es sind noch die ganzen anderen Bands dabei, also man kann es gar nicht zählen. Letztes Jahr war Herbert Grönemeyer zum Beispiel hier. Man hat ja auch schon mal die Toten Hosen etc. pp. Und wir hatten eine echt richtig gute Zeit. Also natürlich waren wir auch am Arbeiten, aber da unser Essenszelt ein paar Schritte von der Bühne entfernt steht, haben wir doch durchaus tolle Konzerte gehört und die Bühne, sagt man, es steht jetzt ungefähr, keine Ahnung, 200 Meter von unserem Zelt entfernt, vielleicht 300. Und wir freuen uns halt auch total, dieses Festival unterstützen zu können mit unserem Essen und unserer Einstellung zum Leben oder mit dem, was wir halt denken. Weil wir halten es für extrem wichtig, hier zu sein und wir haben uns halt auch mega gefreut, dabei sein zu können. Und ja, mit ganz viel buntem indischen Essen, viel Liebe, Gewürzen und allem, was dazugehört, bei unseren typisch indischen oder original indischen Gerichten gegen rechts zu kochen. Okay. Die letzten 3-4 Nächte habe ich kaum gepennt. Und ich merke das wenig. Kemal, macht's doch Spaß? Ja. Dominik, alle Gewürze da? Nee, leider nicht. Ja, also es fehlt gerade Jira, also das wichtigste Gewürz überhaupt. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, wo es ist.
Stück Landschaft hier, muss man sagen. Ist auch ganz direkt an der Ostsee. Ja. Ich glaube, wir haben wirklich nur ein paar Kilometer und zum Strand so ungefähr. Und ist schon auch ein bisschen krass, dass da hier so Leute wohnen. Ja, die irgendwie so krass denken. Das ist auch wohl irgend so eine Frage mit dieses Blau, Gelb, Rot, irgendwie mit den Bullen drauf, irgendwelche Brüderschaft hier. Ist ja nicht verboten, oder? Weil da steht auch wirklich die Polizei gerade. Ja. Aber wir machen jetzt einfach mal eine Ehrenrunde, dass wir uns das trauen. Also es ist irgendwie das größte Nazi-Dorf, was nicht nur im Film existiert, sondern wirklich in der Realität. Hier wohnen Größen der rechtsradikalen Nazi-Szene und leben, wir leben. Die Politik ist leider auch schon sehr rechts hier verseucht. Hier gibt es auch einen Wegweiser, der ziemlich rechts ist, zum Beispiel zum Ort, wo Adolf Hitler geboren ist. Wir sind die Jungs fürs Grobe. Du kannst ja mal an dem Wegweiser da halten, den würde ich gerne einmal filmen. So, ja. Ja, würde ich sagen. Ja, und dieses Mal sind wir auf dem Kamakabum Festival und sind gerade am Abbau. War auch ein total gelungenes Festival, fanden wir super cool. Diesmal war es ein bisschen anders von der Musik, ging mehr so in die elektronische Richtung, Hightech, Dark, Forest, bisschen Psytrance, also ziemlich cool. Kam auch ziemlich gut an, die Sonne hat geschienen, alles war super. Und ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich mich irgendwann für diesen Job entschieden habe. Es hat sich doch ganz schön gewandelt in meinem Leben, seit ich das mache. Eigentlich bin ich ausgebildete Tageszeitungsredakteurin. Das heißt, ich habe auch einige Jahre damit verbracht, zu recherchieren, zu fotografieren, in verschiedenen Zeitungen, bei verschiedenen Zeitungen zu arbeiten. Und das ist jetzt halt das komplette Kontrastprogramm. Es geht halt hier einfach darum, ein bisschen um Selbstfindung, aber auch darum, um selbstbestimmt sein Leben gestalten zu können. Und ja, wir haben da, glaube ich, einfach total viel Spaß. Also es ist einfach total cool. Du weißt halt, du machst halt deinen Plan für die Festivals, du weißt halt, du bist da und da und da, machst eine Sommertour und es ist einfach ein bisschen Abenteuer. Du bist draußen, du bist Hauptsache also an der frischen Luft, du bist in der Sonne hoffentlich, also manche auch nicht. Wir hatten schon alles Mögliche. Wir hatten Regen, wir hatten Stürme, wir hatten auch schon wirklich Schwierigkeiten mit dem Zelt. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, ist uns bei unserem zweiten Festival das Zelt quasi beim Aufbau weggeflogen und gegen ein Auto gekracht. Es ist Gott sei Dank nichts Dramatisches passiert, aber es ist halt alles nicht so witzig gewesen. Also solche Situationen hat man auch. Aber insgesamt freuen wir uns einfach jedes Mal, wenn es losgeht. Wir steigen ins Auto und los geht's und wir wissen nicht, was uns erwartet. Und wir lernen so viele nette Leute kennen, haben so viele coole Begegnungen und das möchten wir eigentlich überhaupt nicht mehr missen. Also von daher ist es eigentlich eine tolle Art, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ja, wir sind irgendwann darauf gekommen, dass es eine coole Sache wäre und haben uns dann halt echt getraut, unsere Jobs hinter uns zu lassen und in dieses Leben einzusteigen. Und wir sind eigentlich jetzt relativ happy darüber, dass wir uns getraut haben. Es ist natürlich immer am Anfang nicht ganz so einfach, aber jetzt sind wir auf einem ziemlich guten Weg und ja, total zufrieden mit der Geschichte, ne? Also es pusht einen auch ein bisschen. Dann kommst du halt auf so ein Festival und dann ist da halt wirklich, keine Ahnung, richtig was los. Eine Schlange steht an deinem Stand und man freut sich einfach. Und gleichzeitig erlebt man natürlich auch das Festival. Insbesondere, weil wir auch ab und zu Mitarbeiter dabei haben oder relativ häufig, sage ich mal, mit einem Team unterwegs sind, sodass man doch noch ein bisschen was vom Festival mitkriegen kann. Und das ist eigentlich eine coole Sache und man fühlt sich einfach frei an. Irgendwie kriegt man ganz viele Ideen, Inspirationen, trifft so viele Leute, die einen bereichern. Und ja, also ich für meinen Teil bin eigentlich mega happy mit dieser Geschichte. Und ja,
Nebenbei arbeite ich noch, beziehungsweise habe ich meine Ausbildung zur Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache beendet. Das ist ein weiteres Standbein. Außerdem schreibe ich noch beruflich, also für weiterhin journalistisch habe ich ein paar Aufträge und mache da ein paar Sachen. Es setzt sich aus so ein paar Sachen zusammen, aber unser Hauptstandbein ist tatsächlich das Festivalgeschäft und ja, in dem sind wir sehr glücklich. Ich finde den Job richtig cool. Ich wollte sowas in der Art schon immer machen. Ich komme eher so aus der musikalischen Richtung. Angefangen habe ich tatsächlich in Bydgoszcz auf einer Musikschule Geige zu spielen. Später habe ich sehr, sehr viel Musik gemacht, habe auch eine Platte gemacht, habe ein bisschen in Europa rumgetourt, jetzt nicht wahnsinnig groß, aber es hat auch ein kleines Echo hinterlassen. Später bin ich Toningenieur geworden, habe das studiert, habe ein paar Jahre auch im Studio gearbeitet. Privat habe ich auch mit Musik zu tun, produziere Musik, macht mir derbsten Spaß. Alles, was man auch so in diesen ganzen Filmchen hört, kommt komplett von mir. Aber das ist halt nur just for fun. Und der Job selbst ist einfach awesome, der ist einfach cool. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es ist einfach geil, mit coolen Leuten zu tun zu haben. Nicht jeden Tag zu arbeiten, sage ich ganz ehrlich. Das ist total das, was mir Spaß macht. Ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Auch unsere coole Küche. Falls jemand von euch uns erkennt, einfach mal näher kommen und Hi sagen. Hi. Ich sehe unsere Tomaten. Ja, wie sind wir drauf gekommen? Also ja, so geht es manchmal auch bei den Hippie-Festivals einfach mal ab. Ist ja auch eine schöne Kulisse, ne? Also welchen Hund, was soll's, ne? Wie sind wir drauf gekommen? Ja, also ich habe das schon Anfang der 90er beobachtet. Fand das ziemlich interessant, wie man seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Was für eine Art. Und habe das schon mit 18 oder sage ich mal mit Mitte 20 habe ich dann mir eigentlich schon rumgeträumt, dass es doch eine ziemlich coole Situation wäre, sowas zu machen. Wir persönlich sind wir auch auf einem Festival in Holland zusammen gewesen und haben ernsthaft darüber nochmal nachgedacht, wie cool das doch ist, in der Sonne zu stehen und einfach sein Geld so zu machen. Und diese Idee ist immer gewachsen und gewachsen. Dann waren wir irgendwann mal im Urlaub in Goa in Indien, haben da einfach feinstes, schönes Essen tagtäglich gegessen. Da haben wir gedacht, hey, sowas gibt es gar nicht in Deutschland auf Festivals. Wir sind vielleicht die Ersten, die das machen. Tja, und gesagt, getan, nach 2 Jahren ging das dann los mit der allerersten Party, mit dem ersten Festival. Und so hat sich das weiterentwickelt. Na Jani, was macht die Laune? Ja, wir sind kurz vor der Abfahrt, von daher ist die Laune wieder ganz gut. Alles ist gepackt. Letzte Sounds. Auf geht's nach Hause. Auf geht's nach Hause. Nach Bydgoszcz. Tja, noch ein letzter Fazit. Was kannst du noch dazu sagen? Ordentlich das Sound, ne? Ich glaube, die Jungs machen noch 2, 3 Nächte, bevor sie hier abhauen. Ja, ich sag mal so, also es ist natürlich auch immer irgendwie cool, aber jetzt hat das Wetter auch ein bisschen umgeschlagen. Oh, yeah, es ist Ende der Saison und die Nächte werden schon auch ganz schön kalt, sage ich mal, und die Arbeit wird nicht leichter. Es ist schon harte Arbeit auch. Ja, das stimmt. Und von daher bin ich jetzt auch ganz happy, dass jetzt ein bisschen Entspannung angesagt ist. Als erfahrener Baustelle ist Ballett dagegen. Ja, dann los. Lass los.